Heute machen wir leckeren Spargel mit Sauce Hollandaise und Pellkartoffeln. Als erstes müssen wir eine Reduktion machen. Dazu nimmt man am besten Schalotten oder so wie ich Zwiebeln, dann Pfefferkörner, Piment, Lorbeer. Und wenn ihr wollt, könnt ihr da auch noch eine Nelke dazu machen, ist aber kein Muss. Dann nehme ich Weißwein. Ich nehme eine ganze Flasche und lasse das dann einkochen bis auf 1/3. Dann gießen wir das ab durch ein Sieb und schon ist unsere Reduktion fertig. Die Kartoffeln, die schneide ich in der Hälfte, halb ein, damit ich das nachher leichter habe zu pellen. Dann mache ich ein bisschen Kümmel ins Wasser und Salz, so dass das schön nach Meersalz schmeckt. Bringe das zum Kochen und werfe die Kartoffeln rein. In der Zeit können wir schon Butter schmelzen und den Spargel schälen. Dann wird der Spargel ungefähr am unteren Ende 1 bis 1,5 cm abgeschnitten, weil da ist er meistens holzig. Dann können wir auch schon die Kartoffeln reinwerfen. Die werden dann gekocht, bis sie vom Messer fallen. Die Spargelabschnitte und die Schalen, die können wir auch schon in den Topf mit Wasser werfen, mit dem Spargel zusammen, weil die geben auch immer noch Geschmack ab. Das Wasser salzen wir, da kommt dann noch Zucker und Zitrone ran und ein Stück Butter. Und dann kochen wir den Spargel weich. Das ist von Spargel zu Spargel unterschiedlich, wie lange das dauert. Meistens muss man das so 10 bis 15 Minuten mindestens kochen. Dann trennen wir schon Eier für unsere Sauce Hollandaise. Da brauchen wir nämlich nur das Eigelb. Ich mache die Hollandaise diesmal in einem hohen Behälter, das ist am einfachsten mit einem Stabmixer. Ihr könnt sie natürlich auch über dem Wasserbad aufschlagen. Aber normalerweise, wenn die Butter richtig heiß ist, reicht das, um eine schöne warme Soße zu bekommen. Da mache ich noch einen kleinen Klecks Senf ran und Worcester Soße und einen Teil von unserer Reduktion. Die Reduktion war schon kalt, als ich sie hier dazugegeben habe. Das wird dann erstmal durchpüriert. Dann gibt man nach und nach die Butter dazu, unter ständigen Pürieren oder über dem Wasserbad über ständigen Schlagen. Und wenn das dann schon langsam fester wird und sich eine Emulsion bildet, dann kann man auch immer mehr Butter dazugeben. Wenn man dann eine richtig schöne Konsistenz hat von der Hollandaise, dann kann man noch abschmecken mit Salz, Pfeffer und ein bisschen Zitrone. Dann schneiden wir uns noch ein bisschen Schwarzwälder Schinken, das gibt es klassisch eigentlich immer zu Spargel. Gucken, ob die Kartoffeln gar sind. Wenn die vom Messer fallen, dann sind sie gut. Dann werden die gepellt und dann können wir auch schon anrichten. Schön ganze Stangen Spargel auf dem Teller, ein paar schöne Kartoffeln dazu und dann schön unsere selbstgemachte Hollandaise drüber. Falls dir mein Video gefallen hat, dann schalt doch gerne nächstes Mal wieder ein und dann wünsche ich dir guten Appetit.